Nächster Versuch. Uns ist ein Boot zugelaufen. Sagte ich vorhin, dass wir keine Katastrophen mehr brauchen heute? Aber das endete so. Worst Case, die Leine vom Ankerball eingefahren und beinahe auf die anderen drauf gedriftet. Christoph taucht jetzt und schneidet die Leine wieder ab. Gib mir mal das GoPro bitte. Hast du? Hol dir mal einen Zewa bitte. Ein Zewa? Ja. Oder Plastikhandschuhe aus meinem Koffer. Starte mal bitte die Maschine. Ja. Und gib dann erstmal vorwärts und dann rückwärts. Ich kuppel einen nach vorne. Ja. Läuft. Gib mal kräftig rückwärts. Stopp. Okay. So, tut mir leid für die Aufregung, du hast nichts falsch gemacht. Es war fehlende Abstimmung. Alles klar? Aber es hat alles geklappt. Leine ist raus und wir probieren es jetzt nochmal. Ja. Are you ready? Ja. Nächster Versuch. Kann ich fahren? Kann ich fahren? Ich habe eingekuppelt. Ich fahre links raus. Was sagst du dazu? Naja, das hätte jetzt nicht sein müssen. Aber ich habe das Gefühl, er läuft nicht mehr richtig. Ich guck mir das dann gleich an, aber eigentlich kann das nicht sein. Ich habe mich ein bisschen verletzt. Das muss wohl am Propeller passiert sein. Da sind ja kleine Muschelchen drauf. Aber nichts Schlimmes. Ich habe desinfiziert und jetzt gucken wir mal, dass wir zum nächsten Ankerplatz kommen. Wenn das der einzige Schaden heute ist, dann ist ja okay. Kann man sich nicht beschweren, glaube ich. Wir haben hier den Rainman Wassermacher. Das ist ein 230 Volt Gerät. Der Nachteil daran ist 230 Volt. Das heißt, in unserem Fall, weil die Batteriebank relativ klein ist, muss der Gerät. Unser Setup unterscheidet sich ein wenig von den gängigen Varianten. Daher werden wir euch das in aller Ruhe mal in einem der nächsten Videos vorstellen und zeigen. Bis dahin, weiter mit dem Tag.
uns ist ein Boot zugelaufen. Heute Morgen hatten wir ja den Hassel, dass wir uns eine Leine in den Propeller gezogen hatten und im Ankerfeld dann hektisch mit einem anderen Boot uns abfändern mussten. Und ja, und jetzt liegen wir in der nächsten Bucht, haben Wasser gemacht und dabei ist uns das Boot zugelaufen. Der Anker kommt nicht mal am Boden an. Nee, irgendwie nicht. Und naja, es war bisher im Wesentlichen windstill und irgendwann haben sie immer näher, immer näher. Ich habe mehr Kette rausgelassen, aber da drüben sind die Felsen. Also wenn wir so rüberschwollen, sind vielleicht noch 8 Meter bis zum Felsen. Das war mir jetzt zu eng. Jetzt haben wir die ins Päckchen genommen und ja, haben eine Zeit lang den Motor mitlaufen lassen, aber im Moment ist es stabil und jetzt müssen wir halt Wache gehen, bis die wiederkommen. Da ist keiner an Bord. Das ist nervig. Ja, und währenddessen ist der Niederländer da vorne, ist ihm reingefahren, naja, und hat ihm hinten die Gangway verbogen. Und er hat wüste Beschimpfungen ausgestoßen, die sind aber nicht wiedergekommen. Jetzt fährt er rüber, jetzt bin ich mal gespannt. Spanier sind eben wieder zurückgekommen. Sie haben gerade ihr Boot abgeholt und haben sich gefreut, dass wir es verwahrt haben, uns eine Flasche Sekt gegeben und laden uns nachher ein zum Abendessen. Die waren, glaube ich, also ich weiß nicht, für meine Verhältnisse ein bisschen zugelassen, aber vielleicht war es auch einfach nur der Schreck und die sind auch erstmal rausgefahren und die haben schon gedacht, naja gut, dann gehen wir doch nicht erst heute Abend, aber jetzt sind sie nochmal wieder zurückgekommen und liegen jetzt an der Mooring. Wahrscheinlich die gute Entscheidung, nicht mehr den Anker zu schmeißen. Also unser Anker hat gehalten, er hat sogar 2 Boote gehalten. Ich glaube, da können wir heute Nacht von unserer Seite aus ganz entspannt schlafen. Die Frage ist halt, was die anderen so machen. Hier ist ja fröhliches Bootetriften angesagt auf dem Ankerplatz. You are good neighbors, haben sie gesagt. Ja. Ja, das stimmt auch. Wir sind good neighbors. Das war Selbstschutz. Ja, das war schon Selbstschutz, das stimmt schon. Ja, das ging darum, unser Boot zu schützen. Weil von mir aus hätten die auch in die Felsen reinfahren, wenn sie ihr Boot nicht richtig verankern. Den Anker nur so einen halben Meter über Wasseroberfläche hängen lassen. Naja, wir hätten auch einfach wegfahren können, theoretisch. Ja, eben. Ne? Wir hätten auch einfach wegfahren können. Ja. Ich habe die Boote miteinander verbunden, bin dazu aufs Deck gestiegen. Das macht man üblicherweise nicht. Ich habe mich dann bei denen auch entschuldigt. Das war aber für die vollkommen okay. Da gehe ich auch einfach davon aus. Aber wir haben auch was dabei gelernt. Und zwar, wir hatten erst das Auge unseres Festmachers bei denen an Deck. Das ist aber Käse, weil es kann ja sein, dass unser Anker auch ausreißt und unser Motor das nicht mehr hält. Und dann müssen wir das Boot, das andere Boot freiwerfen können. Und dann verlieren wir unsere Leine dabei. Und deswegen haben wir das dann nochmal geändert und haben das andere Boot ins Päckchen auf Slip genommen. Und das ist auch die bessere Lösung, weil dann kann man es jederzeit loslösen. Und heute Morgen das Problem mit dem Ankerball, bin ich jetzt auch drauf gekommen, was das Problem war. Also wenn man einen Ankerball draußen hat, der hat ein Gewicht dran, sodass der Ankerball da drüber bleibt. Und ja, als wir zu nah kamen, haben wir den eben in die Schraube gekriegt. Ich glaube, die Lösung ist, dass man, wenn man die Kette einholen möchte, den Anker einholen möchte, dass man erst dorthin fährt und erst den Ankerball an Bord nimmt und dann erst anfängt, die Kette einzuholen. Dann kann das eben nicht passieren. Naja, ist ein bisschen schade, der Ankerball ist kaputt. Da hat wohl der Propeller ein Loch reingemacht. Und das Wasser war vorher auch nicht drin. Naja. Sagte ich vorhin, dass wir keine Katastrophen mehr brauchen heute? Ich glaube schon. Wenn nicht, dann habe ich es gemeint. Deswegen wollte ich gerade entspannt noch die Drohne fliegen lassen, hier so ein bisschen die Felsen zeigen und die Bucht, weil eigentlich ist es eine ganz nette Bucht.
Aber das endete so. Ja, blöd gelaufen. Also ich bin nicht schnell genug von den Wanten klargekommen. Das Boot ist geschwollt in dem Moment. Ja. Oder vielleicht hat sich die Drohne versetzt. Ich weiß es nicht. Normalerweise steht die sehr stabil. Jedenfalls in die Wanten, ins Wasser. Ich hatte Brille auf, Hut und natürlich das Handy als Fernsteuerung. Alles an Deck geschmissen, schnell hinterhergesprungen. Habe es in 5 Meter Tiefe ungefähr noch gekriegt. Zum Glück. Also jetzt erstmal in Süßwasser ausgewaschen. Ich konnte mich daran erinnern, dass man das mit Handys so machen soll. Batterie raus, Karte raus, in Süßwasser auswaschen und jetzt haben wir sie in Reis eingelegt für 5 Tage. Und in 5 Tagen wissen wir dann, ob wir eine neue Drohne brauchen. Ich hoffe es nicht, aber es kann passieren. Gut, ich hatte euch schöne Bilder von der Bucht versprochen. Hier sind sie, trotzdem. Da vorne liegt übrigens unser Besucher von vorhin. Der hatte sich erst an der Mooring festgemacht, aber liegt jetzt doch wieder vor Anker. Ist übrigens gar nicht so einfach, hier einen guten Platz zu finden. Das ist alles voller Posidonia, also Seegras, und man darf natürlich nur auf den Sandflecken ankern. So, wir lassen den Tag jetzt ausklingen. Der Tag ist leider nicht so glimpflich ausgegangen, wie wir uns das gewünscht hätten, aber trotzdem insgesamt mit relativ wenig Schaden. Trotzdem muss man sagen, die Drohne war kaputt. Wir haben sie zwar gut behandelt direkt nach dem Sturz, aber offensichtlich nicht lang genug ausgespült. Also wir hätten sie deutlich länger mit Wasser ausspülen müssen, mit klarem Süßwasser. Dann hätte sie vielleicht überlebt, aber so hat sie nicht überlebt. Das Ankern, die 2 Beispiele, zum einen wir mit unserer Leinenpropeller und die Reaktion der Spanier vor allem, die da extrem gelassen waren. Das Boot, was wir fast gerempelt hätten, als auch später die Spanier, die gechartert hatten und auf uns drauf gedriftet sind und auch super entspannt waren. Das Essen fand ja nicht statt und eine alte Flasche Wein hat wohl gereicht. Zeigt uns aber auch, dass man Bootkontakt in Spanien sehr entspannt sieht und es wird auch ums Ankern sich nicht so arg gekümmert wie in Deutschland. Also oftmals sehen wir, die Leute fahren rein in eine Bucht, werfen den Anker ins Wasser, gehen ins Dinghy und gehen essen. Also da wird der Anker nicht eingefahren, da wird auch nicht geguckt, steckt genug Kette, wie ist der Anker denn im Grund. Also ungefähr die Hälfte der Leute gehen dann tauchen oder fahren den Anker ein und die andere Hälfte praktiziert das so, wie ich es gerade erzählt hatte. Gut. Das nächste Mal geht's weiter und wenn du so lange nicht warten willst, kannst du natürlich auf Facebook und Instagram vorbeigucken und für diesen Kanal, wenn es dir gefallen hat, dann bitte abonniere den Kanal, mach die Glocke an, wirst das nächste Mal informiert und bitte kommentiere. Was hat dir gefallen, was ist dir aufgefallen? Das würde uns interessieren und jeder Kommentar wird auch beantwortet. Schön, dass du bis hier dabei warst und wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn du wieder dabei bist. Also, bis dann und tschüss.